Hallo Modelleisenbahnfreunde, ich darf euch hier heute auf meinem Modelleisenbahnkanal begrüßen und möchte euch zeigen, was sich seit Ende Januar bei mir so getan hat. Das Video besteht aus insgesamt 3 Teilen. Im Teil 1 möchte ich zeigen, was ich weitergebaut habe. Im Teil 2 gibt es einige Neuheiten zu sehen und im dritten Teil dann noch einige Fahrszenen. Seit meinem letzten Video habe ich an 2 Stellen an der Anlage weitergearbeitet. Im Bereich des Anlagenendes mit dem Bahnübergang habe ich im Innenkurvenbereich die Oberleitungsmasten aufgebaut, danach die Fläche gesandet und den Sand befestigt und die Gleise teilweise geschottert. Noch dazu wurde ein Signal versetzt, damit es vor dem Bahnübergang zum Stehen kommt. Im Bereich des Hauptbahnhofes habe ich den Untergrund vorbereitet mit Pflasterplatten für den Hauptbahnhof und für den Güterschuppen, und noch dazu die Gleise 1 und 2 wurden die Gleise an sich gerostet. Nach dem letzten Video habe ich den Hinweis erhalten, dass ein Signal direkt hinter einem Bahnübergang falsch ist. Beim Weiterbau der Außenkurve habe ich zunächst die Oberleitungsmasten angefertigt und dann platziert. Da die Straße vor dem Oberleitungsmast endet, habe ich diese verlängert. Dann noch das besagte Signal nach vorne versetzt. Anschließend wurde der Bereich mit Quarzsand aufgefüllt. Dieser dann mit Weißleim-Wassergemisch befestigt. Im Anschluss wurde dann noch Schotter aufgetragen und ebenfalls mit Weißleim-Wassergemisch befestigt. Beim Weiterbau im Bahnhofsbereich ist hier der Zustand zu sehen, wie es beim letzten Video noch aussah. Da der Bahnsteig noch verlängert werden soll, hatte ich beschlossen, Bahnhof und Güterhalle zu tauschen. Damit befindet sich die Güterhalle auch auf der Seite des Güterbereiches des Bahnhofes. Als erstes habe ich die Grundplatte aus Styrodur und mit Pflastermuster hergestellt und die Güterhalle dann entsprechend in ihre Position gebracht. Anschließend wurde ein Styrodurteil für den Bahnhof hergestellt. Dieses dann, wie auch zuvor bei der ersten Grundplatte, mit Resten auf die richtige Höhe gebracht. Dann wurde der Bahnhof positioniert. Damit die Gebäude nicht verrutschen, wurden noch Zentrierungen verklebt, die in das Gebäudeinnere ragen. Die Verlängerung der Platte für die Bahnsteigverlängerung wurde ebenfalls schon angefertigt. Zur Herstellung der Pflasterplatten nutze ich Styrodurplatten, die es in unterschiedlichen Stärken bei Firma Modulor zu kaufen gibt. Zunächst stelle ich eine Schablone aus Pappe her, dann wird das Styrodur mit einem Cuttermesser nach der Schablone geschnitten. Die Gravur erfolgt dann mit einem TK-Stift.
Für die Randsteine wird die Gravur auch um die Kante gezogen. Bei den Neuanschaffungen habe ich mir eine V200.10 gekauft. Hier die Artikelnummer 37176. Das ist eine V100.20. Dazu gibt es noch ein Personenwagenpaar, was auch schon eingetroffen ist. 2 weitere Personenwagenpaare werden noch folgen. Ich möchte die Lokomotive und den Zug soweit nachher in dem Fahrvideo noch zeigen. Wer mehr zu dieser Lok erfahren möchte, dem kann ich empfehlen, das Video von Roland sich anzugucken, der sich sehr kritisch mit dieser Lok auseinandersetzt und mit Wettbewerbsprodukten vergleicht. Den Link zu dem Video findet man in der Beschreibung. Als weitere Neuanschaffung habe ich mir ein Güterwagenset der DSB, der dänischen Staatsbahn, mit der Artikelnummer 48834 gekauft. Dieses wurde empfohlen für die Litra E991, die Dampflokomotive, die vor 1,5 Jahren als Überraschungslokomotive erschienen ist von Märklin. Diese habe ich dann auch vor 1,5 Jahren in einem Video schon vorgestellt. Die dritte Neuanschaffung ist ein Leichtstahlwagenset der SBB zur AE361. Das Ganze ist auch schon hier links von mir zu sehen im Bahnhof und ist jetzt die letzte Neuanschaffung, die ich heute zeigen möchte. Die Lokomotive habe ich auch schon in einem vergangenen Video vorgestellt. Das war's dann bis hierher. Jetzt folgen noch einige Fahrszenen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und eure Kommentare. Auch konstruktive Kritik ist willkommen. Euch allen noch viel Spaß mit der Mopa und eine gute Zeit. Euer Weppel.